diesem Video zeige ich dir, wie du mit einigen Funktionen deinen Text in DaVinci Resolve sichtbar hervorheben kannst. Bleib also unbedingt bis zum Ende dran. Heute geht es mal wieder um Texte und nicht einfach nur um einen Textanimationseffekt, sondern wirklich, wie man ganz einfachen Text besser hervorheben kann mit kleinen Tweaks, kleinen Anpassungen, gar nichts Wildes, nicht groß in Fusion, sondern man kann direkt hier in der Edit-Page diese Funktion nutzen. Als Basis nutzen wir hier auf jeden Fall immer den Text Plus Effekt. Den findet ihr unter der Effects Library, einfach hier aktivieren. Dann könnt ihr in der Suchlupe einfach mal nach Text filtern und dann seht ihr, es gibt einmal den normalen Texteffekt, das ist wirklich der Basic, den würde ich euch nicht empfehlen. Also nutzt wirklich direkt den Text Plus Effekt. Der kann genau dasselbe wie der Texteffekt, nur halt mit viel mehr Funktionen, Effekten, die ich euch gleich zeigen werde. Also nutzt einfach immer Text Plus Effekt, bringt euch keine Nachteile, eigentlich nur Vorteile. Zieht euch den in die Timeline, gebt hier euren Text der Wahl ein. Ich mache jetzt einfach mal Text hervorheben. Und dann fangen wir mit der ganzen Magie an. So sieht das Ganze ja natürlich ziemlich lame aus. Man kann es natürlich so lassen, wenn es einem gefällt. Ich würde immer eine schicke Font nehmen. Ich nehme jetzt hier einfach mal Helvetica, finde ich immer ganz schick. Machen wir mal Helvetica Rounded. Und nehmen wir mal so einen weißen Hintergrund, so einen Papierhintergrund. Es gibt, glaube ich, so einen schönen Paper-Generator, den nehmen wir mal einfach mal als Hintergrund, finde ich immer ganz nice. So, das passt jetzt natürlich farblich nicht so ganz überein. Man kann jetzt hier natürlich das Ganze in schwarz oder rot machen, aber hier kommt der allererste Tipp, nämlich ändert nicht einfach die Farbe hier rüber, sondern geht in den Bereich Shading und dann unter Select Element 1 und macht hier statt einer Solid Color ein Gradient. Und dann seht ihr schon, ein Gradient ist halt ein Farbverlauf und das gibt euren Text direkt viel mehr Volumen und einfach viel mehr cinematischen Effekt, sage ich jetzt einfach mal. Ist viel, viel besser. Auch wenn ihr, sag ich mal, komplett schwarz haben wollt, dann macht's halt komplett schwarz und den zweiten Gradient macht ihr auch schwarz, aber vielleicht einen Ticken heller und das sieht dann auch schon wesentlich besser aus, ne, als wenn ihr es einfach komplett schwarz habt. Ihr könnt dann hier unten ein bisschen das Mapping-Angle verändern, ne, wie der Gradient-Verlauf sein soll. Das Gradient Size sieht man jetzt natürlich sehr, sehr schwach, weil es halt komplett schwarz ist. Wir können vielleicht noch ein bisschen ins Hellere gehen, so ein bisschen ins Gräuliche und dann seht ihr schon, sieht wesentlich besser aus, als wenn ihr einfach eine schwarze Farbe hier reinklatscht. Kann hier nochmal zum Vergleich zeigen. Solid, das wäre jetzt einfach schwarz und Gradient wäre hier mit dem leicht gräulichen oder hellen Schwarzverlauf. Wie gesagt, spielt da ein bisschen mit dem Mapping-Angle rum, dass das passt für euch. Und dann sieht das jetzt schon wesentlich besser aus. Ein zweiter Tipp ist die Outline. Nutze ich wirklich immer sehr, sehr gerne. Also eine Outline bringt euch so viel und hebt den Text direkt hervor. Die aktiviert ihr, indem ihr hier beim Select Element 2 geht. Dann gibt es hier einmal die Red Outline. Ignoriert den Namen, ihr könnt die Farbe im Nachgang ändern. Wenn ihr den hier einmal aktiviert, dann habt ihr hier erstmal eine rote Outline. Ihr könnt aber, wenn ihr weiter runter geht, die Farbe ändern. Ich nehme mal gerne bei weißer Farbe schwarzen Outline, passt jetzt bei dem nicht hervor. Ihr könnt dann natürlich auch die Farbe nehmen, die ihr möchtet, vielleicht so eine gelbe Outline oder vielleicht irgendwie eine rote, braun, je nachdem, vielleicht so eine etwas goldenere Farbe, sieht wesentlich besser aus. Ihr könnt dann hier auch, wenn ihr weiter nach oben scrollt, die Thickness ein bisschen erhöhen, um die Dicke ein bisschen zu erweitern und ich finde, das sieht schon einen Ticken besser aus. Ne? Das hebt den Text nochmal ein bisschen hervor. Gerade bei weißem Text und schwarzem Outline finde ich das noch einen Ticken besser, weil man dann den Text einfach, der poppt einfach viel mehr auf. Kommen wir zum Tipp Nummer 3. Wir hatten ja jetzt einmal eine Outline, wir hatten einmal das Gradient und als drittes nehmen wir den Drop Shadow. So ein Drop Shadow sieht man meist auf den ersten Blick gar nicht, aber gerade so mit weißem Hintergrund wirkt das dann doch nochmal eine Ecke besser, so ein Text. Wir nehmen einmal die Outline raus, die passt jetzt erstmal nicht. Und den Drop Shadow werden wir ja auch einmal unter Shading hinzufügen, nämlich unter Select Element 3. Und dann seht ihr schon Black Shadow. Wenn wir den jetzt einmal enablen, dann haben wir jetzt schon einen relativ hässlichen Shadow, den wir allerdings noch ein bisschen anpassen können. Wir können hier allgemein die Opacity ein bisschen anpassen, um den Shadow ein bisschen weniger zu machen. Ne? Können wir den ein bisschen dezenter gestalten. Oder wir können hier bei der Softness auch ein bisschen rumspielen. Das mache ich immer ganz gerne, um den ein bisschen harter zu machen, den Schatten, oder ein bisschen weicher.
sowohl in der X- als auch in der Y-Achse. Der Glow, ja, das ist so ein bisschen die Stärke vom Schatten auch, genauso wie der Blend, so allgemein die Sichtbarkeit vom Schatten. Und was auch noch wichtig ist auf jeden Fall die Position. Ihr könnt hier den Offset bearbeiten, also wo der Schatten hinscheinen oder ja, wirken soll, ne, ein bisschen weiter links vom Text oder rechts oder oben. Also das könnt ihr dann je nach Lichteinstrahlung definiert anpassen. Ich habe immer gerne so einen dezenten Schatten relativ nah am Text, so ein bisschen minimaler. Sieht auch wesentlich besser aus, wenn ich den einmal deaktiviere. Und seht ihr, wenn ich den aktiviere wieder, es gibt direkt mehr Tiefe, ne? Gibt dann vielleicht auch so einen kleinen 3D-Effekt, den man dann noch bauen kann, weil dann halt so ein Schatten ist. Dann wirkt das Blatt Papier dahinter auch nicht einfach so draufgeklatscht. Also ich finde, so ein Schatten gibt dem Text auf jeden Fall nochmal eine Ecke mehr Volumen. Wenn euch eine Outline und ein Schatten gar nicht gefällt und ihr einfach ganz klassisch irgendwie eine Border hinter eurem Text haben möchtet, um es nochmal mehr zu separieren, dann könnt ihr auch einfach ja eine Border oder so eine Art Balken hinter eurem Text hinzufügen. Dafür will ich jetzt mal den Black Shadow einfach mal weg und da gibt es nämlich unter Punkt 4 die Blue Border. Wie gesagt, der Name ist erstmal irrelevant. Ihr könnt die Farbe dann im Nachgang natürlich anpassen. Wenn ihr den einmal aktiviert, dann seht ihr, habt ihr jetzt hier einmal so ein Border hinter jedem Element. Ne? Einmal hinter Text und einmal hinter hervorheben. Das können wir aber im Nachgang natürlich noch anpassen. Zuvor könnt ihr hier natürlich die Farbe nochmal anpassen. Ihr könnt das in Gelb machen. Gelb ist immer ganz gut, um so etwas hervorzuheben. Dann könnt ihr allgemein die Border ein bisschen breiter gestalten, indem ihr das horizontal erweitert oder auch vertikal könnt ihr das dann so breit machen, wie ihr möchtet. Ihr könntet das dann natürlich über Round ein bisschen abrunden, wenn ihr gerne abgerundete Ecken haben möchtet. Und jetzt ganz wichtig, wenn wir das Ganze nicht pro Element haben möchten, sondern für den ganzen Text, dann geht ihr auf Level und könnt ihr statt Charakter, ne, wir haben es jetzt an jedem einzelnen Charakter, könnt ihr dann auch wirklich das am ganzen Text machen und dann haben wir diesen Border am ganzen Text und müsst dann hier eventuell noch ein paar Anpassungen vornehmen, wie die Vertikale ist ein bisschen zu viel. So, und dann habt ihr es jetzt am ganzen Text. Mega, mega cool. Könnt dann, wie gesagt, noch ein paar Anpassungen vornehmen, aber das sind so die wichtigsten Einstellungen für so eine Border. Ihr könnt natürlich weiterhin mit dem Schatten und mit einer Outline rumspielen. Finde ich dann aber ehrlich gesagt nicht so schick, wenn man eine Border hat. Wenn ich jetzt mal einen Schatten hinzufüge, ja, kann man machen, aber ich denke, so eine Border reicht meistens aus, um Text nochmal wirklich hervorzuheben. Also so eine Border ist wirklich nochmal eine Ecke separierter als alle anderen Elemente. Ja, und last but not least, ein letzter Tipp, den ich wirklich sehr, sehr oft nutze, ist eine Soft Glow eurem Text hinzuzufügen. Wenn ich die Border jetzt einfach nochmal rausnehme und hier nur den Text habe, so ein schwarzer Text ist da immer nicht so geeignet für einen Glow. Also ein Glow ist so ein Glüheffekt, um ja, Text nochmal leuchten zu lassen. Das ist nochmal wirklich das i-Tüpfelchen meiner Meinung nach. Nutze ich wirklich sehr, sehr oft. Wir nehmen dafür jetzt einfach mal so ein etwas fancyere Farben. Hier so ein Pink vielleicht. Ne, oder ja, ich glaube, wir können es so machen. Das ist, glaube ich, ganz okay. Und wenn wir jetzt damit mal in die Fusion Page gehen, über diesen Button hier ganz oben und einfach mal eine Soft Glow hinzufügen, dann seht ihr, wird das Ganze direkt ja aufgehellt, so ein bisschen beleuchtet. Ihr könnt das dann ein bisschen anpassen, indem ihr den Gain ein bisschen runterstellt. Das ist standardgemäß immer ein bisschen zu stark. Die Glow Size würde ich ein bisschen hervorheben, damit das auch so ein bisschen nach außen scheint. Und dann haben wir hier sogar einen Glow-Effekt. Und ich finde, mit einem Gradient und einem Glow ist das Ganze mega, mega geil und ist viel, viel cinematischer, fancier, cooler, wie auch immer, als ein Standardtext, wenn ihr es einfach so schreibt. Und ihr seht so ein Glow in Kombination mit einem Gradient, hier so ein Pink Gradient oder ein Violett oder lila Gradient, ist ja nicht pink, ist das nochmal eine Ecke geiler. Also ich finde, man kann wirklich rein mit der Text Plus Note in der Edit Page, klar, den Glüh-Effekt haben wir jetzt oder Glow-Effekt haben wir jetzt in der Fusion Page hinzugefügt, aber alle anderen haben wir wirklich nur im Tab Shading hinzugefügt mit den einzelnen Elementen und haben so schon den Text ja, wirklich ganz easy und schnell hervorgehoben. Ja, das war es dann tatsächlich auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, euch haben diese kleinen Tipps und Tricks gefallen, wie man Text in DaVinci Resolve besser hervorheben kann. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr bereits alle Funktionen gekannt habt und was ihr vielleicht noch nutzt, um Text besser hervorzuheben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ein Abo, um keine Videos mehr zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.